Auf mehrfachen Wunsch eurerseits werden wir nun auch die, ich nenne sie mal TWS-App, die Erklärvideos dazu, wieder mehr in den Vordergrund stellen. Angefangen hatten wir auf Wunsch von Antje mit dem Bullput Spread mit angehängtem Take Profit. Heute werden wir den Bear Call Spread auch inklusive Take Profit zeigen. Falls ihr Wünsche dazu habt, gerne in die Kommentare schreiben. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und ich sende euch einen herzlichen Gruß aus der Hamburger City. Bevor wir jetzt mit dem Aufsetzen des Bear Call Spreads, so wie ihr ihn hier seht, anfangen, ein gut gemeinter Rat. Bitte beschäftigt euch ausführlich mit der App. Es ist nicht für jeden etwas. Kann durchaus schon mal ein bisschen fummelig und klein werden. Deswegen seid so gut, ja, setzt euch damit auseinander. Wie ihr seht, ist das absolut auch hier im Paper Trading möglich, genauso wie in der TWS, auf dem Laptop oder wo auch immer ihr sie habt. Nutzt das ausgiebig, denkt auch an die Einstellung im Hintergrund, sage ich jetzt mal, dass ihr da sicher seid, bevor ihr ins Echtgeld geht. So, bevor wir jetzt loslegen, ach ja, falls das bei euch anders aussehen sollte, das hatte ich tatsächlich schon mal, obwohl ich eingestellt habe, dass ich immer die aktuellste Version haben möchte, war es tatsächlich so, dass es anders war. Und daraufhin habe ich einmal die App komplett vom Handy runtergeschmissen und wieder installiert. Und dann war es tatsächlich die aktuellste Version. Warum auch immer das dann nicht geklappt hat, kann ich nicht sagen. Okay, um den Bergholz Spread aufzusetzen, klickt ihr als erstes hier unten auf den Doppelpfeil. So, als nächstes wählt ihr Optionskette aus und dann das Underlying hier oben in das Suchfeld eintragen. Ich nehme jetzt aufgrund der Uhrzeit mal den DAX und dann hier unten auf Suchen, falls sich nichts zeigen sollte. So, da wir das letzte Mal die Eurex genommen haben für den Bullput Spread, den ich vorhin genannt hatte, nehmen wir jetzt noch einmal die Eurex und klicken auf das Wort Optionen. So, dann machen sich die Optionsketten auf. Nicht wundern, wenn das bei euch nicht so sein sollte. Das kann an den Marktdaten liegen. Hat sich tatsächlich bei mir auch geändert. Das letzte Mal, als ich das letzte Video aufgenommen habe, hatte ich Marktdaten, beziehungsweise Werte, obwohl ich keine Marktdaten abonniert hatte für den DAX. Das ging dieses Mal tatsächlich nicht. Also im Paper Trading, auf dem Laptop oder so kein Problem, aber in der App nicht. Also nicht wundern, wenn ihr hier jetzt keine Werte angezeigt bekommt. Ich habe mir jetzt einen anderen Zugang geben lassen, damit ich euch das zeigen kann. So, hier oben seht ihr dann nochmal das Underlying, was ihr ausgewählt habt und plus den aktuellen Wert am Markt. So, als erstes wählen wir die Laufzeit aus. Das tun wir, indem wir diese Zeile mit dem Finger hin und her schieben, bis das angezeigt wird, was wir gerne wollen. Und das wählen wir dann aus, indem wir raufklicken. Und dann ist das blau hinterlegt, wie ihr jetzt seht. Das bedeutet, ihr habt jetzt in diesem Fall den 17. Oktober. Das ist jetzt überhaupt keine Empfehlung. Ich habe jetzt irgendwas angeklickt. Den 17. Oktober haben wir jetzt hier mit den 21 Tagen ausgewählt. So, Bear Call Spread haben wir ja wieder einen verkauften und die Gegenposition einen gekauften Call. Die Calls findet ihr auch, wie ihr es sonst gewohnt seid, auf der linken Seite, Puts auf der rechten Seite. Also nehmen wir jetzt als erstes mal den verkauften Call und wählen den Basispreis bzw. den Strikepreis dafür aus, indem wir diese Spalte mit dem Finger hoch und runter schieben, bis ihr den Wert gefunden habt, den ihr wollt. So, das dauert manchmal einen kleinen Moment, bis sich die Werte wieder aktualisieren, aber zack, da sind sie wieder. Wir wollen den Verkauften als erstes nehmen. Der verkaufte Call ist in der Geldkursspalte und wir nehmen jetzt beispielsweise mal hier die 24.200 und da tippen wir jetzt mit dem Finger rauf
Wenn ihr euch einmal vertippt haben solltet, kein Problem, erneut auf diesen Wert tippen. Und dann seht ihr, dass ja, diese Auswahl wieder weg ist. Aber wir wollen ja bei 24.200 beispielsweise bleiben. So, den gekauften, den wählen wir in der Briefkursspalte aus. Und dann nehmen wir beispielsweise mal 24.500. Ihr seht, auch hier ist das farblich unterschiedlich, wird das unterschiedlich gezeigt. Geldkurs ist rot für Verkauf, das kennt ihr ja auch schon. Und blau ist dann die gekaufte Gegenposition. So, jetzt haben wir zwei Komponenten ausgewählt. Das wird hier auch nochmal angezeigt. Und als nächstes gehen wir hier auf Order und tippen dort rauf. So, dann macht sich das nächste Fenster auf. Als erstes haben wir hier oben nochmal zur Kontrolle all das, was wir eben ausgewählt haben. DAX Oktober 24.2000 zu 24.500 und dass es ein Bear Call ist, haben wir hier auch nochmal. So könnt ihr sicher sein, dass ihr auch alles richtig eingegeben habt. Als nächstes wollen wir auswählen den Take Profit. Dafür schiebt ihr mit dem Finger die ganze Geschichte nach oben. Hier haben wir nochmal die Gewinnwahrscheinlichkeit. Hier sind noch einige Daten. So weit, bis ihr dieses Fenster seht. So, jetzt als erstes haben wir hier die Menge. Im Moment haben wir einen Kontrakt, das ist automatisch voreingestellt. Wir können jetzt entweder über Plus und Minus hoch und runter gehen oder aber wir nutzen dieses kleine Pfeilchen. Dann macht sich das folgende Fenster auf und hier könnt ihr dann entsprechend eure Menge auswählen. Auch hier könnt ihr mit dem Finger hoch und runter scrollen und dann entsprechend antippen, was ihr wollt. Wir bleiben jetzt in diesem Fall mal bei einem Kontrakt. Als nächstes haben wir hier den Order-Typen. Wir nehmen ja grundsätzlich Limit und nicht Market, aber hier gibt es dann auch nochmal die Auswahlmöglichkeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel Market auswählen würden, ich tippe da einmal rauf, dann seht ihr, dass ihr hier dann nicht keinen Limitpreis mehr eingeben könnt, weil der Markt dann bestimmt, was ihr bekommt. Und das wollen wir nicht. Insofern werden wir das wieder ändern, indem wir hier nochmal auf das Pfeilchen klickt und Limit auswählt. Und dann seht ihr, dass hier darunter, direkt darunter Limit Kurs, die Spalte sich zeigt. Und da können wir jetzt den Wert eingeben, den wir gern bekommen würden für diese Kombo. Das machen wir, indem wir entweder hier in das Feld klicken, dann können wir hier entweder händisch den Preis eingeben, den wir haben wollen, also die Provision, die Prämie, Entschuldigung, die Prämie, oder aber ihr klickt auf das kleine Pfeilchen und dann könnt ihr entsprechend hier eingeben, was ihr gerne haben wollt. Wir nehmen jetzt einfach mal den mittleren Kurs, tippen mit dem Finger rauf und dann seht ihr, dass sich das hier eingefügt hat. Als nächstes haben wir dann die Gültigkeitsdauer. Hier könnt ihr dann auswählen, indem ihr wieder auf das kleine Pfeilchen klickt, ob ihr Tag, also dass diese Order nur heute am Markt ist oder halt länger, bis sie ausgeführt wird. Good till cancel. Wir bleiben jetzt einfach mal bei Tag, wählen das aus, indem wir es antippen und dann haben wir den Tag. Jetzt schieben wir wieder ein bisschen nach oben, weil wir ja eine Order anhängen wollten. Also hier haben wir jetzt alles gemacht. Eine Order anhängen wollen und zwar ein Take Profit. Das können wir hier Order anhängen. Im Moment ist nichts angehängt, wie ihr seht. Und dann gehen wir wieder auf das kleine Pfeilchen hier rechts.
Und hier haben wir dann die verschiedenen Möglichkeiten, etwas anzuhängen. Entweder die Gewinnmitnahme, das ist dann der sogenannte Take Profit, Stop Loss oder Bracket. Wir wollten ja nur in diesem Fall nur eine Gewinnmitnahme. Wählen wir aus, indem wir es wieder antippen. Und dann seht ihr, dass sich hier eine neue Zeile hinzugefügt hat, der Gewinnmitnahme Limitkurs. Das Video hat dir weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Hilfe, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, einen tollen Kommentar dalässt und den Thanks-Button nutzt. Herzlichen Dank. Den wählen wir jetzt entweder aus, indem ihr wieder reintippt oder wieder über das kleine Pfeilchen. So, wir nehmen jetzt beispielsweise mal den 0,20, also in dem Fall minus 0,20. So, und jetzt ganz wichtig, dran denken, dass ihr auf jeden Fall die Gültigkeitsdauer ändert, sonst ist dieser Take Profit nur heute am Markt und nicht länger. Also wieder auf das kleine Pfeilchen klicken und Good Till Cancel anwählen. So, jetzt haben wir alles eingestellt, was wir für diese Geschichte brauchen und gehen hier unten zum Kaufen wischen. Das heißt, ihr müsst von auf das dunkelblaue mit eurem Finger und dann nach rechts wischen. So, jetzt kommen in meinem Fall ein paar Fenster. Das könnt ihr jetzt einfach mal ignorieren. Wir klicken jetzt einfach auf Ja. Dann kommt gleich noch ein Fenster. Das wiederholt sich jetzt nochmal, warum auch immer. Das ist so ein bisschen Paper Trading. So, jetzt dauert es einen Moment. So, und jetzt seht ihr, dass hier oben Ihre Order wurde übermittelt steht. Also sie ist nur übermittelt worden, sie ist jetzt noch nicht ausgeführt worden. Wir gehen jetzt hier unten auf Fertig. So, und dann hier oben mit den Pfeilen zurück und dann aufs Portfolio. Hier unten. So, jetzt seht ihr auch, dass der alte, den ich vorher schon mal eingegeben hatte, der ist da, aber der neue noch nicht. Erst wenn er hier unter Positionen steht, ist er tatsächlich ausgeführt worden oder sie, die Option. Jetzt gehen wir auf Orders. Juhu, meine Kreise sind nicht so besonders schön, Entschuldigung. So, weil ich euch gerne einmal zeigen würde, wie das ausschaut. So, jetzt seht ihr, der obere ist nicht ausgeführt. Das heißt, wir gehen hier nochmal rauf. Ich werde den jetzt einmal zur Ausführung bringen über Market. Bitte nicht machen, damit ihr seht, wie die Ausführung dann tatsächlich aussieht, wenn es durchgeführt wird. Wir klicken einmal rauf. So, dann seht ihr, dass wir hier unten entweder die Order löschen können, aber wir wollen sie jetzt ändern. Also einmal auf Order ändern klicken. So, jetzt haben wir das gleiche wie vorhin und scrollen wieder nach unten, beziehungsweise das Bild nach oben schieben. Und ich werde jetzt hier ausnahmsweise mal auf Market ändern, indem ich hier wieder uiuiuiui, auf das Pfeilchen gehe, Market auswähle. Dann bitte hier unten wieder dran denken. Wie ihr seht, ist die Limit Order rausgeschmissen worden. Die müssen wir wieder eingeben. Gewinnmitnahme, Limitkurs. Hatten wir ja uns für 0,20 entschieden. Und hier unten auch wieder dann ändern auf GTC. Dann hier unten erneut zum Kauf wischen. So, jetzt haben wir nochmal das gleiche wie eben. So, und jetzt seht ihr den Unterschied zu eben. Jetzt ist tatsächlich die Order ausgeführt worden. So, das schauen wir uns dann auch nochmal an. Wir gehen wieder auf Fertig und gehen dann wieder über den Pfeil hier oben auf Zurück. Und dann ins Portfolio, schieben rüber auf Positionen und dann seht ihr, dass wir hier jetzt
im Gegensatz zu vorhin zwei drin stehen haben, die beide ausgeführt worden sind. Der eine von vorhin, den wir vorhin schon hatten, und der neue, den wir jetzt gerade eben ausgeführt haben. So, ihr könnt auch, wenn ihr hier dann nochmal auf Orders geht, indem ihr das Ganze rüberwischt und anklickt, dann habt ihr hier auch nochmal die einzelnen Daten, die ihr euch angucken könnt. Und hier haben wir auch diese minus 0,2 GTC für den Take Profit drin. So, das haben wir jetzt, glaube ich, alles. Habe ich irgendwas vergessen? Ach so. Nee, das war's. Entschuldigung, ich habe kurz mal nachgedacht, ob ich an alles gedacht habe, aber ich glaube, es ist alles drin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch und eure Trades auf und wir sehen uns dann, ja, spätestens am Freitag wieder. Denkt dran, euch einen Termin bei unserem Andreas zu buchen, einen kostenlosen Termin bezüglich unseres Trading-Kurses und unserer Börsen-Community. Glaubt's mir, ihr werdet es nicht bereuen. Der Andreas ist, ja, allwissend, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ihr habt gar kein Risiko. Ihr könnt monatlich kündigen. Schaut es euch an. Ihr werdet begeistert sein. Da bin ich fest von überzeugt. Nein, ich weiß es sogar. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Bis ganz bald und ja, passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.